Moin Moin. Ist wieder viel zu lange her, ich weiß. Und diesbezüglich haben mich auch mehrere Leute angeschrieben, warum es keine neuen Videos gibt und so weiter und so fort. Kurz und knapp, es gab einfach zu viele Baustellen, wo ich keine einzige explizit als ein interessantes Thema angesehen habe. Insofern, habe ich jetzt abgewartet, bis irgendwann mal was kommt, was für den einen oder anderen mal wieder interessant erscheinen sollte. Hoffe ich zumindest. Und deswegen heute das Thema Solar. Ich habe meine Höhenangst überwunden, wie man sieht. Ich kann hier frei laufen, mich frei bewegen. Alles gut. Und ich habe die letzten Wochen halt damit verbracht, die Solaranlage zu installieren. Die Hälfte ist drauf. Das sehen wir uns gleich gemeinsam an. Und alles, was mit dem Thema Solar zu tun hat, werde ich in diesem Video erwähnen. Ja, wie man sieht, die rechte Seite vom Koffer ist soweit mit Solarpanels bestückt. Die Halterprofile, die gibt es in sämtlichen Variationen zu kaufen. Ich habe die selber angefertigt. Und zwar so angefertigt, dass die Panels erstmal unterlüftet sind. Das ist ganz wichtig, weil der Wirkungsgrad von den Solarpanels viel mit der Temperatur von den Panels zu tun hat. Das heißt, je wärmer die werden, desto weniger Ertrag bringen die. Deswegen niemals die Panels flach aufs Dach montieren, sondern immer dafür sorgen, dass da genügend Luft drunter ist. Des Weiteren habe ich bei den Haltern auch diese Oberkante mit eingearbeitet. Die dient im vorderen und hinteren Bereich als Schutz, auch für den Rahmen von dem Panel. Und an den Seiten dient die dazu, dadurch, dass die Panels aus dem Hausbereich sind und von der Größe recht massiv sind, also die messen 1,7 Meter, also 170 Zentimeter Länge, habe ich mich mit dem Thema Vibration beschäftigt, die bei den Erschütterungen vom Fahrzeug stattfindet. Um denen entgegenzuwirken, habe ich die Halterung nochmal an den Seiten angebracht, also im ersten Drittel und im zweiten Drittel, so dass die Panels quasi in der Mitte noch zweimal abgefangen werden. Auch in dem Bereich diese Oberkante, damit, wenn das Panel anfängt sich aufzuschaukeln oder die Tendenz dazu hat, dass es oben quasi an dieser Fläche anstößt und nicht nur auf den beiden Schrauben hängt. Bei der anderen Seite habe ich die Halter zweigeteilt, damit ich im Falle eines Falles, wenn ich ein Panel austauschen muss, einfach 2 Schrauben oder in diesem Fall 4 Schrauben lösen kann, den Halter trennen kann und das ganze Panel vom Fahrzeug nach außen rausziehen kann. Ich baue komplett 2 separate Anlagen, also einmal die Solaranlage rechts, einmal die Solaranlage links. Die werden sich lediglich kurz vor den Batterien trennen. Die Panels werden parallel geschaltet. Ich weiß, da gibt es sau viele Meinungen, ob es richtig ist, die parallel zu schalten oder doch in der Reihe. Ich habe mich für den Weg Parallelschaltung entschieden, weil es in meinen Augen elektrotechnisch gesehen einfach mehr Sinn ergibt. Von der Teilbeschattung ganz abzusehen. Nachteil ist natürlich größerer Querschnitt. In diesem Fall werde ich pro eine Solaranlage, also pro 3 Platten, den maximalen Ertrag von 30 Ampere bekommen. Da kann ich mit leben, also mit dem Kabelquerschnitt. Und der allergrößte Vorteil ist halt, dass bei dieser Art der Schaltung, egal was mit einem Panel passiert, das heißt, ob das jetzt beschädigt durch eine physische Einwirkung, Ast draufgefallen oder wie auch immer, funktionieren die restlichen 5. Habe ich die Panels in der Reihe geschaltet und ein Panel ist kaputt,
dann ist die Kette unterbrochen. Das kennt man von den Lichterketten, früher von Weihnachten, ein Bienchen raus, kein einziges tut mehr. Und das möchte ich halt vermeiden, indem ich die einfach parallel schalte. Noch ein Vorteil der Parallelschaltung ist, wenn die Solarleistung nicht ausreicht von den kleinen 2130 WP, kann ich immer noch Faltkoffer dazu holen, die dann passend aufstellen an der Seite vom Koffer oder unten im Bodenbereich. Die kann ich dann in dieselbe oder an dieselben Solarregler anschließen, ohne was umbauen zu müssen. Das funktioniert bei der Reihenschaltung nicht. In der Mitte vom Fahrzeug wird ein kleiner Gang bleiben von ca. 40 cm. Ganz wichtig bei der Planung von der Solaranlage, immer mit bedenken, dass die Panels gereinigt werden müssen, dass die teilweise vom Schnee befreit werden müssen und so weiter und so fort. Deswegen immer die Möglichkeit lassen, sich selber hier oben auf dem Dach zu bewegen. Das Dach ist voll begehbar und es erleichtert auch die Montage von den Panels, wenn das Dach begehbar ist. Das heißt, ich kann hier mich ausbreiten mit Aktivator, mit dem ganzen Zeug und ohne weiteres mit zwei Mann hier aufs Dach und die Panels einfach einen dafür vorgesehenen Halterung anzubringen. Jetzt gehen wir wieder runter und dann geht es weiter, und zwar haben wir jetzt das Teil hier oben auf dem Dach gesehen und der Solarertrag bzw. die erzeugte Energie, die muss ja irgendwann mal zu den Batterien. Und was ich da mir überlegt habe und was da schon an Komponenten da liegt, werde ich euch im nächsten Abschnitt zeigen. Ja, wie man das hier an der Farbe des Geräts das ganz eindeutig erkennen kann, ich setze bei der Elektrik auf die Firma Victron Energy. Das ist einer der beiden Solarreglern. Die Zahlen hier bedeuten, dieser Solarregler funktioniert bis 150 Volt. Das heißt, bei einer Reihenschaltung wäre der schon unterdimensioniert. Dementsprechend auch müsste ich bei einer Reihenschaltung dann einen teureren Solarregler kaufen und 70 Ampere. 70 Ampere ist für meine Pläne eigentlich viel zu viel, aber der Hintergrund ist, ich habe insgesamt 60 Ampere Leistung. Sollte einer der Reglern unterwegs defekt sein, könnte ich einfach die Zuleitung, die quasi von den Solarpanels hier reingeht, mit einem Y-Stück mit dem zweiten Regler verbinden und hätte trotzdem die volle Solarleistung über einen Regler. Also die Regler sind demnach so dimensioniert, dass ein Regler eigentlich alle 6 Panels ziehen könnte. Ich teile das auf, damit die nicht auf volle Last arbeiten müssen. Und ich denke mal, da fahre ich sehr gut mit. Oder hoffe ich zumindest. Bei dem Thema Elektrik bzw. bei der Beschaffung der Komponenten habe ich lange überlegt, wo auch die Preise verglichen, und durch einen glücklichen Zufall bin ich an die Firma smarthome.blue gestoßen. Vielen Dank an dieser Stelle an Frank Eichelpasch für die tolle Beratung und auch zügige Lieferung. Ich weiß, ich bin eigentlich werbefrei, aber wer so dahinter steht und selber aus der Branche kommt, beziehungsweise privaten Expeditionsmobil ausbaut und dann einen dermaßen gut berät, finde ich, das ist erwähnungswert. Die Seite werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken, was glaube ich auch zum ersten Mal auf diesem Channel passiert. Das allerdings komplett ohne jegliche Vorteile, also ich werde dafür nicht bezahlt, deswegen auch keine Werbesendung, das ist eigentlich meine persönliche Meinung. Ja, wie geht das nach den Solarreglern weiter? Der eine oder andere, der sich mit dem Thema Solar befasst hat, wird wissen, diese 2130 WP, das ist eine Hausnummer im Bereich Wohnmobil- oder Expeditionsmobilbau, das ist mir schon vollkommen klar. Ich möchte auf jeden Fall gasfrei bauen, deswegen auch die große Solaranlage. Deswegen kommen auch noch 2 Laderegler von der Lichtmaschine, die die Batterien während der Fahrt mit dazu laden. Und zu dem Thema Batterien kommen wir jetzt. Das sind die Batterien, für die ich mich entschieden habe. Ich wollte ursprünglich Winston-Zellen bauen. Allerdings
bin ich jetzt auf diese Modelle gestoßen, die gibt es noch nicht allzu lange auf dem Markt. Ich spiele eigentlich ungern Versuchskaninchen. Dadurch, dass die Firma, die diese Module rausgebracht hat, aber schon seit Jahren für Inselanlagen Batterien baut, Lithium-Ionen-Batterien in 48 Volt, und die jetzt diese 24 Volt Variante auf den Markt gebracht haben, habe ich da eigentlich keine Bedenken. Der Preis ist sehr interessant. Da sind Pylontech 2500, nennen die sich die Batterien bei 24 Volt. Das Interessante an den Batterien, dass das Management der Batterie innen liegend verbaut ist. Dann hat man die Anschlüsse hier vorne zu sehen. Das heißt, ich kann meine Module mit dazu in der Lieferung enthaltenen Kabeln verbinden, um die Kapazität zu erhöhen. Und diese Batterien sind mit Victron-Geräten 1:1 kompatibel. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Bausteine, wie zum Beispiel die Vorrangschaltung, einfach schlichtweg entfallen. Ich kann hier mit einem Kennkabel das Ganze mit Victron-Geräten verbinden und die Victron-Geräte erkennen diese Batterien als eigene. Man kann es auch bei Victron Energy auf der Seite nachlesen, welche Batterien von denen quasi von deren Kennbussystem anerkannt werden, und das ist halt eine davon. Insgesamt haben wir hier knapp 440 Ampere-Stunden bei 24 Volt, das heißt 4 Bausteine. Ich habe hier so ein Regal gebaut dafür, wo die einzelnen Akkus quasi reingeschoben werden und hier vorne befestigt werden. Dieses Regal wird mit dem Koffer verschraubt und von da aus geht es dann mit der Elektrik weiter. Eingebaut werden die bei mir unter der Sitzecke. In diesem Bereich auch der Wechselrichter, auch die Solarregler, das wird alles hier von beiden Seiten zugänglich sein. Und diesen Bereich will ich dann separat von innen mit Alu verkleiden, damit man die Wärme abführen kann von den Wänden und auch zwangsbelüften. Aber dazu kommen wir irgendwann mal. Ja, das war's zum Thema Solaranlage. Wenn euch in irgendeiner Art und Weise Thematik interessiert, wo ich gerade bei bin, also es geht jetzt weiter mit Strom, mit Kabel verlegen, mit Wasserversorgung und, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, welches Thema euch interessiert, weil ich nicht wieder eine Thematik aufgreifen möchte, die es schon tausendfach bei YouTube gibt. Für mich ist das ja keine Lebensaufgabe, Videos zu drehen. Ich mache das einfach aus Spaß, ich muss davon nicht leben. Deswegen möchte ich weder meine Zeit noch eure Zeit damit vergeuden, um irgendwie Abspielminuten zu generieren. Das ist nicht mein Vorhaben. Ich möchte in erster Linie mit dem LKW vorankommen und das hat auch die oberste Priorität momentan. Deswegen auch ja ein bisschen weniger Videos. Aber sollte euch irgendein Thema explizit interessieren, einfach kommentieren oder mich anschreiben und dann mache ich da ein Video zu. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.